Europäisches Parlament. Hitzige Debatte zwischen von der Leyen und Orbán. Die Rede des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán sorgte in Straßburg für gemischte Reaktionen. Es gab Beifall und Buhrufe. Der Internationale Währungsfonds IWF warnt vor europäischer Selbstgefälligkeit und mahnt zur Wettbewerbsfähigkeit. Schweden. Der Nobelpreis für Chemie geht an Proteinforscher aus Großbritannien und den USA. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán haben sich in Straßburg ein Wortgefecht geliefert. In einer Rede vor halbleerem Saal hat Orbán die Schwerpunkte der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft vorgestellt. Er kritisierte die Migrationspolitik der EU und forderte die Einrichtung von sogenannten externen Hotspots. Csak azokat szabad beengedni az Unió területére, akiknek erre előzetesen megadtuk az engedélyt, és belépni csak az engedéllyel lehet az Unióba. Minden európai intézmény. Obwohl der ungarische Ministerpräsident in einem weniger kämpferischen Ton als sonst war, beschuldigte die EU-Kommission, eine politische Waffe zu sein. Az illegális migráció Európában az antiszemitizmus, a nők elleni erőszak és a homofóbia erősödését eredményezte. Hát még ha teljesülnek is a Von der Leyen céljaink, hielt sich nicht zurück und prangerte Orbáns Unterstützung für Putin an. Außerdem antwortete sie auf seine Kritik der EU-Migrationspolitik. You said that Hungary is protecting its border and that criminals are being locked up in Hungary. I just wonder how this statement fits with the fact that last year your authorities released from prison convicted smugglers and traffickers before they did their time. Die Debatte zur Vorstellung der Ratspräsidentschaft findet in der Regel zu Beginn dieses 6-monatigen Zeitraumes statt. Orbáns Rede wurde ein paar Mal verschoben, einmal wegen dem Hochwasser in Mitteleuropa. Ungarns Premierminister Viktor Orbán spaltete das Europäische Parlament in der französischen Stadt Straßburg. Seine Rede zur ungarischen Präsidentschaft wurde von Rechtsaußengruppen begrüßt und von anderen kritisiert. Der Vorsitzende der größten ungarischen Oppositionspartei TISA, Péter Magyar, zeigte sich besorgt. He didn't give any reply to the questions concerning the healthcare, the collapsed healthcare system, the collapsed education system, the public transport, the collapsed Hungarian economy, the budget situation. He didn't reply anything. He just said some personal critics and spoke about Brussels bureaucracy and the fight between Hungary and the European Union. Mehrere linke Abgeordnete protestierten vor dem Plenarsaal gegen eine autoritäre Herrschaft Orbáns. Einige boykottierten seine Eröffnungsrede und kamen nur zur Debatte. Ihre Besorgnis gilt vor allem der Achtung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn sowie Orbáns Haltung zur Einwanderungs- und Außenpolitik. Der Europaabgeordnete Daniel Freund von Bündnis 90 Den Grünen nannte Orbán einen Diktator. It's a lost presidency. We will see pretty much zero progress on any of the legislative negotiations. But then comes the additional risk where Orbán misuses his presidency. And we have already seen that when he went to see Putin and Xi and Donald Trump. And I fear that we haven't seen all of that yet. We're facing an extremely tight US election on the 5th of November. So what happens if Orbán, on behalf of the European Union supposedly, tries to intervene into the US election? Unterstützung für den ungarischen Ministerpräsidenten kam von seiner Fraktion, den Patrioten für Europa und anderen Rechtsaußengruppen. È stato un intervento molto concreto e centrato su quelle che sono le urgenze che una presidenza di turno dovrebbe affrontare, quindi con focus particolare sul tema dei costi dell'energia, della competitività delle imprese europee raffrontate con l'estero, con un focus anche sul tema della protezione dei confini. Am Ende von Orbáns Debatte gab es von der einen Seite des Saals Applaus und von der anderen laute Buhrufe. Votes.
Der Internationale Währungsfonds IWF hat empfohlen, dass Europa angesichts der Zersplitterung des EU-Binnenmarktes zusammenhalten sollte. Mit einer Krise nach der anderen, wie die Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine, sagt die geschäftsführende Direktorin Kristalina Georgieva, dass Europa sich auf weitere Schocks vorbereiten muss, um nicht zurückgelassen zu werden. It is important for Europe to stand tall on its achievements. One massively well-performed task to free itself from dependency on Russian oil and gas. It has been done remarkably well. Europe can be proud of it. Europe can be proud of the attention it pays to the big challenges of today and tomorrow: climate, demography, technology, and a critical one, fairness in society. Georgieva sagte, dass Europa mit dem Abbau von Bürokratie und administrativer Ineffizienz beginnen muss. Europe should be careful not to be complacent. The world is moving very rapidly. Attention to European competitiveness is so important. Right now, Europe is rightly focused on the immediate task in hand: bring inflation down. Big success so far. Don't lose sight of data if you need to calibrate appropriately steps taken in the future. And very important for Europe, reignite growth. If growth remains as anemic as it is now, it would be hard for Europe to achieve the objectives that people here aspire for. Digital, green economy that benefits people and offers opportunities for businesses. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben sich mit der Krise der Automobilindustrie befasst. Automobilhersteller in der gesamten EU müssen Standorte schließen, denn die Verkäufe sind schleppend. Ein Hauptthema der Debatte war der Rückgang der Nachfrage nach europäischen Elektrofahrzeugen. Ein Trend, der durch die wachsende Konkurrenz chinesischer Hersteller noch verschärft wird. Car sales in the EU are below the pre-COVID level, while China has become the largest market. Also in the third market, the demand has shifted towards zero-emission vehicles. We have set a clear framework for the transition to zero-emission vehicles with a 100% zero-emission cars target by 2035. Kritiker sagen jedoch, das Ziel bis 2035 zu erreichen sei unmöglich, da es nicht genügend Finanzmittel oder Infrastruktur gäbe. Non è sostenibile, non è realizzabile certo nei tempi teorizzati. Non esiste infrastrutturazione della rete, non vi è finanza sufficiente per realizzarla. Non esiste una domanda, troppo costosa, non usabile quest'auto facilmente con parchi auto pieni e mercato bloccato. Non inquina meno. Beobachter fordern von den Europaabgeordneten viel klarere Entscheidungen. Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an den US-Forscher David Baker sowie Demis Hassabis und John M. Jumper, die in Großbritannien arbeiten. Sie werden für ihre Arbeit über die Struktur von Proteinen ausgezeichnet. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Chemistry with one half to David Baker, University of Washington, USA, for computational protein design, and the other half jointly to Demis Hassabis and John Jumper, Google DeepMind, United Kingdom, for protein structure prediction. Der Preis wird mit knapp 1 Million Euro dotiert. Im vergangenen Jahr ging der Preis an 3 Quantenpunktforscher. Russian forces are already in eastern Toretsk. Ukrainian military command confirmed, saying that the fighting is taking place, quote,
literally at every building entrance. Now, the situation near Toretsk has been difficult for months, and the clashes on the town's outskirts were reported back in August. But over the past month, Moscow has intensified its focus and its assaults, and Russian forces have been advancing into Toretsk since late September, wildly using the highly destructive guided bombs. With a population of over 30,000 before the full-scale invasion, Toretsk has been largely destroyed and devastated, with most of the buildings shattered, and only about 1,600 people staying in town after numerous evacuations. If Russian forces manage to capture the town, it would help Moscow obstruct key Ukrainian logistics routes connecting the operational rear and the combat zone. Now, the situation has also gotten increasingly difficult in eastern Ukraine, the primary target of Russia's invasion, since the capture of Vuhledar, which happened less than a week ago. Similar to Vuhledar, Toretsk has been a frontline town for 10 years due to its location close to Ukraine's territories seized by Russia in 2014. Zwei Elefanten sind ums Leben gekommen, nachdem starke Überschwemmungen ein Tierreservat im Norden Thailands getroffen haben. Die Elefanten Fasai und Ploitong wurden von den Wassermassen mitgerissen, als Retter versuchten, sie zu evakuieren. Sie wurden später flussabwärts zwischen den Trümmern tot aufgefunden. Das Schutzgebiet, das mehr als 100 Elefanten und viele weitere Tiere beherbergt, wurde schwer beschädigt und muss nun wieder aufgebaut werden.